obwohl das eine Ausstellung ist, die hauptsächlich Malerei hat, und Malerei ist schon das Klassischste, was du in der europäischen Kunstwelt so vorfinden kannst, hast du durch so ein einfaches Element, so was Interaktives, wo der Raum und die Leute im Raum irgendwie so mit reingezogen werden in die Ästhetik und die Methode des Künstlers. Aber gleichzeitig ist das so unkontrolliert. Das ist ja wirklich echtes Licht, das ist ja nicht künstlich beleuchtet. Das heißt, es ist auch schwer, das einzufangen. Ich dachte die ganze Zeit, als wir durch die Ausstellung gegangen sind, wann werden wir davon angeleuchtet, weil wir die Sonne nie erwischt haben. Vor allem beim Berliner Wetter. Und es war so unkontrolliert und jetzt passiert das und das finde ich ja auch nochmal schön. Also dieses Unkontrollierte an dieser Installation auch. Aber ich glaube, das ist auch wahrscheinlich ein Bezugspunkt oder eine Referenz dafür, dass Europa und der Kolonialismus ja ein Kontrollverhältnis auch darstellt. Ne? Und dementsprechend alles, was außerhalb der Kontrolle ist, ein Problem darstellt. Und dieses Stilelement wird ja erst aktiviert oder wirklich belebt durch die Sonne. Und die Verhältnisse, die können wir heute noch nicht kontrollieren. Zwar, also Menschen versuchen es immer noch, indem sie versuchen, Wolken zu steuern, Regen zu steuern, das Wetter vorherzusehen. Aber tatsächlich haben wir immer noch sehr wenig Einfluss darauf. Und vielleicht ist es so ein bisschen, ist das so das eigentliche Bild, das hier dargestellt wird und auch vielleicht auch einen Bezug darauf zieht oder setzt, wie andere Kulturen und Lebewesen ja auch eine andere Beziehung zum einen zur Erde haben, aber auch zum Himmel selbst. Ja, zur Natur, aber auch zum Land. Also wenn man sich zum Beispiel so die australische Staatsgründung oder so überhaupt die Idee, sogenannte, wenn man sich das so anschaut, das ist ja auch die Idee, das ist jetzt ein Land, das ist Landmasse, die nicht auf die Art und Weise, wie wir als Europäer es begreifen, beackert wird, bearbeitet wird. Und deshalb ist das unbewohnt, deshalb besitzt es niemand. Terra nullius. Deshalb, ja, genau, gehört das jetzt uns. Das ist ja auch die Logik von amerikanischem Kolonialismus gewesen. Und ich finde da auch in dem Zusammenhang das Ich glaube, du solltest es europäischen Kolonialismus nennen. Europäischen Kolonialismus? Ja, weil ich glaube, das ist so ein bisschen ich liebe es, dass du diese Begriffe immer so noch verfeinern möchtest. Ja, ja, weil am Ende... wir haben uns daran gewöhnt, sie einfach so auszusprechen, als ob sie normal wären. Ich meine, wenn du dir vorstellst, dass 90% der sogenannten AustralierInnen heute so tun, als wären sie neue Menschen, dabei sind sie einfach nur Europa außerhalb von Europa, merkst du echt, wie diese Art von Manipulation auch der Gedanken dazu führt, dass wir diese Menschen nicht mehr in ihrer Geschichte verstehen. Und auch in der Gewalt, warum diese Menschen erst da sind und was das für Konsequenzen hat für diese Menschen. Dass heute nur noch 3% der Bevölkerung dieser riesigen Landmasse von diesen Menschen bewohnt wird. Und besitzen tun sie eh nicht. Sie sind weder in der Verfassung als die First Nations eingetragen, noch haben sie andere Arten von Rechte und Berechtigung, die EuropäerInnen dort beanspruchen. Oder wenn dann nur symbolisch, die eigentlich nichts an der materiellen Realität ändern. Ich würde jetzt am liebsten eigentlich rüber zu diesen politischen Slogans, wo es um Rückgaberecht von Land geht. Ich finde, das obere sieht so ein bisschen aus wie ein Pamphlet und das untere wie Graffiti. Ich finde es interessant, weil das ist ja so ein bisschen immer wieder ein Hinweis darauf, dass der Kolonialismus nicht abgeschlossen ist. Er lebt weiter, aber in anderen Formen, beziehungsweise wird er anders einfach eingeordnet, anders betitelt. Und wenn du siehst, dass es immer noch diese Form von Kämpfe gibt, dass die Menschen sagen, so, ihr seid unsere BesatzerInnen. Wenn man sich ansieht, in Australien wird ja immer noch Australia Day ist ja dieser Tag der Ankunft der ersten europäischen KolonialsiedlerInnen. Also ihre Invasion beginnt. Genau, die Invasion, die andere als Invasion betitelt, aber sie selbst als australischen Gründungstag feiern, merkt man eben auch, wie polarisiert eben immer noch diese Gesellschaften sind und wie wichtig es auch ist, diese Kämpfe auch zum Beispiel auch hier zu kennen, weil ich glaube, der Kern ist ja wirklich hier, der Ursprung dieser Gewalt ist hier. Ja. Und die Menschen, die hier heute ins sogenannte Australien von hier aus reisen, haben ja trotzdem irgendwie so komplett so romantisierte Bilder. Weißt du, die gehen da hin, um in Sydney oder irgendwie an den Strändern irgendwie
zu surfen. Wegen der Natur. Wegen der Natur, aber dann eben auch dieses typisch australische Leben zu leben. Ich meine, heute ist ja Australien bekannt für Kaffee, ironischerweise, für Flat Whites. Aber diese Art von Kämpfen haben für uns hier eigentlich gar nicht diese Art von Referenz und auch Bedeutung, glaube ich. Und das ist ein bisschen das Tragische. Ja, aber auch, also jetzt im Fall von Australien ist es ja auch so, dass selbst die symbolische Anerkennung, weißt du, so eine repräsentative, symbolische Anerkennung der Rechte der indigenen Bevölkerung und auch eine formale Entschuldigung, als ob es das jemals, genug wäre, erst Anfang der 2000er stattgefunden hat. Das finde ich krass. Also diese Information hat mich extrem schockiert. Und ich habe auch gelesen, und das hat mich auch schockiert, dass die indigene Bevölkerung im sogenannten Australien die höchste Rate von Gefangenschaft hat, also im Verhältnis zu ihrer Das sind nur Größe. 3% der Bevölkerung. Nur 3% der Bevölkerung und trotzdem im globalen Vergleich haben sie die meisten Angehörigen im Gefängnis. Das heißt, eigentlich hat diese Art von eine Generation stehlen, ne, so, es gibt ja diesen Begriff Stolen Generation, dass den Menschen, dass sie immer wieder vom Staat entführt werden in Institutionen und dort gefangen gehalten werden. Das hat ja nie geendet. Und das ist ein Muster, das kannst du in den meisten Kolonien nachverfolgen. Ja. Du siehst immer wieder, dass verschiedene First Nations in diesem System verkümmern und auch zugrunde gehen. Und dieses System eigentlich antagonistisch ist gegen ihre Lebensart und auch gegen ihre Zukunft. Weil ich glaube, das ist ja genau, was dieses System gemacht hat. Es hat ihnen die Gegenwart genommen, aber dabei auch die Zukunft und die Vergangenheit. Ja, und es nimmt ihnen natürlich auch die Konditionen, um sich politisch zu organisieren, um jemals nachhaltig zu ändern, was da genommen wurde. Aber tatsächlich, glaube ich, so sind Künstler wie jetzt er auch Teil von Generationen, die sich eben auch in anderen Formen auch widersetzen. Und alleine dadurch, dass diese Art von Ausstellung hier sein kann, glaube ich schon, dass es eine bestimmte Art, eben auch vielleicht ein Zeichen Eine dessen ist. repräsentative, symbolische Veränderung. Genau. Also zumindest reden wir darüber. Ja, aber man muss auch sagen, dass ja eigentlich sehr, sehr wenig Kunst aus dieser Region eben auch hier in den Kunsträumen vertreten ist. Wenn das die erste große Ausstellung von ihm in Europa ist und man gleichzeitig sagen muss, es gibt auch in anderen Ländern nicht so viele. In der Tate Modern gab es letztes Jahr, ich glaube, die läuft immer noch, eine Ausstellung, die so ein bisschen eine Sammelausstellung war aus verschiedenen Kunstwerken, die sich kritisch auch mit der Geschichte auseinandersetzen. Aber das ist jetzt zum ersten Mal, dass jetzt dieser Künstler, der ja so renommiert ist, diese Art von Raum eben auch hier gegeben wird. Und er diesen Raum ja auch nicht unbedingt passiv nur mit Geschichten von dort bespielt, sondern eben auch, ich glaube, durch dieses Element Aktiv verändern. Genau, und sich dann eben auch mit der Stadt und mit diesem Gebäude beschäftigt. Ja, ich dachte jetzt auf den ersten Blick, das ist eine abstrakte Zeichnung, aber Es ist halt interessant, es gibt weder eine Legende noch irgendwelche Namen, noch andere Markierungen, die jetzt, wenn man aus einer europäischen Lesart von Landkarten kommt, unbedingt verstehen könnte, wo das sein soll. ja, das sieht eher aus wie so eine Karte, die dadurch entsteht, durch dein Handeln entsteht. Also zum Beispiel, wenn du so eine App hast und dann ist dein GPS an und deine Erfahrungswerte zeichnen sich dann in dieser Karte. Ne? Also wie du läufst, wohin du gehst, wo es mehr Sinn macht. Ich finde es interessant, in dem Kontext, glaube ich, mit Landkarten zu arbeiten, weil Landkarten ja vor allem, oder diese moderne Kartografie kommt ja eben auch vor allem aus dem Antrieb, eben auch Welten zu erforschen und eben zu unterwerfen. Und dann zu verstehen, dass eben auch andere Karten existieren, anders gezeichnet sind und anders auch benutzt werden, nicht nur von Menschen. Wenn man sich andere Lebewesen haben ja auch Karten, die nicht unbedingt sich in der Zeichnung oder verschriftlichen, sondern in den Köpfen vielleicht weiterleben, in den Gefühlen und so. Da eben auch ein Verständnis für eine andere Art an die Orientierung, glaube ich, in der Welt. Und vor allem, wenn es um eine Seekarte sich handelt, ist es ja vor allem in dem Kontext von dieser Landmasse so interessant, die ja vor allem
umzingelt ist in gewisser Weise von so viel Wasser und die Bezugspunkte wahrscheinlich auch andere sind. Ich denke immer bei Kartierung oder Karten natürlich, im Kontext von Kolonialismus offensichtlich, auch um so eine aufgesetzte Karte. Also es gibt ja auch einfach Regionen, jetzt zum Beispiel wie der sogenannte Nahe Osten, wo die Grenzziehungen ja gar keine sind, die geografisch oder auch einfach von der Bevölkerung Sinn machten. Also wo einfach so Linien über Durchleben und über Berge gezogen wurden. Und das sieht aber eher nach einer Karte aus, die wirklich durch einen Ort oder durch ein Nutzen, durch ein Handeln entstanden ist und nicht eine, die in einem Meeting zwischen Generalen entstanden ist und dann später so draufgesetzt wurde. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass es keinen Namen einfach gibt und keine geografischen Angaben. Aber warte, vielleicht gibt es ja Informationen. Ich glaube, was ganz gut ist zum Verständnis einfach, dass man auch einfach weiß, dass nicht alle Lebewesen Boden, Territorien benennen und dass das eigentlich schon zumindest die EuropäerInnen auch globalisiert haben und damit auch Namen und europäische Interpretationen der Welt, wie der Name Australien. Das ist ja weder ein Name, der lokal verwendet wurde von First Nations, noch aus einer lokalen Sprache auch kommt. Das ist ja auch Latein. Ja, es ist schon unglaublich, wie viel eigentlich nicht materielle Verfahren, aber natürlich einen materiellen Effekt haben. Also Kartierung, Benennung, Kategorien schaffen, Bürokratie auch überhaupt schaffen, Listen führen. Also diese ganzen Dinge, die wir so mit Moderne verbinden und natürlich auch mit so europäischer Moderne und Kolonialismus, dass die eigentlich wie so Linien und Wörter sind, so das Langweiligste überhaupt, aber mit so viel Gewalt verbunden sind, weil sie die Leben der Menschen, Aber ich glaube, es gibt schon eine Systematik. Also wenn du siehst, dass es so bestimmte gerade Linien gibt und so Segmente geschaffen werden und gleichzeitig gibt es, wahrscheinlich ist das die natürliche Bewegung über mit einem Boot oder mit einer anderen Technik, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Wie krass es ist, dass sie noch bis heute in so vielen anderen ex-britischen Kolonien so eine Relevanz hat, ne? Also du siehst ja immer noch auf den Scheinen. Und dass sie auch getrauert haben. Ja. Also ich finde, also jetzt zum Beispiel, wenn man kurz liest. Also es zeigt ja einen Besuch von Elizabeth. Ich glaube, wir müssen schon aufhören, sie Queen zu nennen, weil dadurch geben wir ihr die Form von Respekt, die sie nicht verdient haben, wo sie den ersten Präsidenten von Ghana, Kwame Nkrumah, trifft. Und der war ja eigentlich sehr bekannt dafür, ein antikolonialer Kämpfer zu sein und Staatsoberhaupt, der sich eben auch immer noch, also sehr stark eben auch gegen koloniale Logiken und Infrastrukturen so gewährt hat. Aber dann was für ein Triumph für sie, hier in so Abendgarderobe mit ihm zu tanzen und eigentlich zu zeigen, selbst die antikolonialen Stimmen, die kann ich auf meine Seite ziehen, weil die Monarchie ist noch immer relevant, weil sie trotzdem davon profitieren in der Nähe. Ich glaube, das Bild ist ja oder das Originalfoto, dass das quasi uminterpretiert wurde, ist ja von 1961, das ist 3 Jahre nachdem Ghana unabhängig wurde. Und in der Zeit ist Elizabeth, soweit ich weiß, durch viele Ex-Kolonien gereist, um das Commonwealth zu begründen bzw. zu verfestigen. Das heißt, wahrscheinlich ist das auch im Zuge dessen, dass man da eine Ex-Kolonie versucht eben auch zu halten und damit eben auch die komplette Emanzipation zu verhindern. Ja, aber am Ende ist es halt so, dass die globalen Verhältnisse ja trotzdem so sind, dass sie selbst unabhängige Staaten dazu zwingen, den Kontakt zu ihren vorherigen Besatzern aufrechtzuerhalten, weil es nicht anders geht, wirtschaftlich noch integriert zu werden. Also ich weiß nicht, für mich ist das eher das ist ein Erfolgsbild für die Queen. Oh Gott, Elizabeth. Aber gleichzeitig, es hat auch etwas, ich finde, es hat etwas Trauriges,
zu sehen, dass am Ende so eine antikoloniale politische Figur im Anzug mit Fliege auf einem Ball mit einer Monarchin zusammen trotzdem also überhaupt in diese Situation gelangt und überhaupt in der Position sein muss, um wieder auf sie so auf diese Art und Weise zu treffen. Ich fühle mich so ein bisschen so wie in einem Tempel. In einem Tempel? Ja, wegen den Schuhen ausziehen. Das macht man ja normalerweise auch nicht so oft. Ich habe schon öfter in Ausstellungen meine Schuhe ausgezogen, aber ich weiß, was du meinst. So das aus Respekt. Aus Respekt einem Ort gegenüber oder aus Respekt der Kunst gegenüber. Also ich kenne auch viele Museen außerhalb Europas, in denen du grundsätzlich die Schuhe ausziehst, bevor du eintrittst, so als ob du in ein Haus hineingehst. Weißt du, am Anfang dachte ich, dass diese Punkte, mit denen er arbeitet, Teil so einer indigenen Maltechnik ist, weil ich das auch von anderen Arbeiten kannte, die aber eher so ornamental waren und jetzt nicht unbedingt sich mit historischem Bildmaterial auseinandergesetzt haben. Aber jetzt, nachdem wir die ganze Ausstellung gesehen haben, sehe ich auch diese Parallele zu Pixeln, wie Bilder entstehen. Alles, was wir gesehen haben, ist so ein bisschen so, es kommt darauf hinaus, dass es keinen Universalismus gibt. Ja. Und dass jeder Körper alles anders sieht, jedes Auge alles anders sieht, dein sechtes Auge, das linke Auge die Welt anders wahrnimmt. Und das ja auch so ein bisschen das ist, was ja der Kolonialismus versucht hat, immer wieder zu bekämpfen. Und das versucht er zu zersetzen. Genau. Ich hoffe nur, dass die westliche und europäische Kunstindustrie auch zulässt, dass es dann Vielstimmigkeit gibt, auch zu indigenen Perspektiven aus dem sogenannten Australien und dass er nicht, weil er die einzige so renommiert Person ist, ja, dass er dann so die Stimme ist, weil die möchte er ja auch nicht sein, wenn sein Titel ja schon Versions heißt. Das heißt, er ist nur eine Version von vielen. Ja, und ich finde auch so, dass kaum ein Bild eine Überinterpretation zulässt, beziehungsweise es gibt nicht genug Text, Begleittext, dementsprechend eben auch die Menschen dem Bild überlassen werden und sie selbst mit ihren Gefühlen, Gedanken und Sichtweisen dieses Bild betrachten und anfangen zu interpretieren und dabei eben selbst anfangen, eben auch die Ausstellung für sich zu kuratieren. Ja.